Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um den Golf 4, Baujahr 2002, Motor 1,9er Diesel. Wir wollen einmal Tacho ausbauen, einbauen, hier in dem Video. Ich will Tacho von innen sauber machen, ist Wasser reingelaufen. Das wird für euch jetzt aber, ich denke mal, uninteressant sein. Hier in dem Video geht es einfach nur darum, wie man bei einem Golf 4 Tacho ausbauen kann und wieder einbauen kann. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Sämtliche Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung vom Werkzeug. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. So, holen wir mal Lenkrad komplett raus. Kann man, glaube ich, am besten mit zugucken. Ja. Und zwar müssen wir diese Abdeckung einmal abziehen. Und darunter befinden sich zwei Torx-Schrauben. Und zwar zwei 20er T20 Torx. Schrauben wir das Ganze einmal ab. So, zu empfehlen ist es, dass die Batterie abgeklemmt ist. Aber wir können hier mal probeweise ausprobieren, ob irgendwas passiert. Also es kann was passieren, erfahrungsmäßig. Muss aber nicht. Und das Ganze ziehen wir dann einmal nach vorne. So, dann die Stecker einmal ab. So. Haben wir hier die beiden Stecker dann einmal ab. Und zwar sieht das Ganze hier so aus. Hier ist das Ganze einmal so eingerastet. Mit dem Schraubenzieher kriegt man das Ganze ab. So ist das eingerastet. Den Pin draufdrücken und das Ganze dann einmal nach oben umklappen. Das Ganze ist halt so hart. So. Und dann das Ganze nach oben abklappen. Dann kriegt man das Ganze raus. So. Batterie haben wir jetzt mal testweise mal nicht abgeklemmt. Mal gucken, ob das Ganze dann funktionieren wird. Für die ganzen, die immer schreiben, Batterie abklemmen, Batterie abklemmen. Es kann natürlich was passieren, deswegen zu empfehlen ist es, die Batterie auf jeden Fall abzuklemmen. Dann können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Und zwar das Ganze einmal schön sauber gemacht. Dann machen wir die Stecker wieder drauf. So. So, dann setzen wir das Ganze wieder rein. Und schrauben das Ganze wieder fest. Am besten erstmal ansetzen.
Und dann das Ganze hier wieder rein. Und dann passt das. So, Zündung geht schon mal an. Wir wollten ja gucken. So, und das startet ohne Probleme. Müssen wir jetzt nur noch die Uhrzeit einstellen. Das kriegen wir aber auch noch hin. Und dann war es das auch. Ja Leute, so schnell und so einfach kann man Tacho ausbauen. Ja, für die einen oder anderen. Ihr könnt natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, warum ihr Tacho beim Golf 4 ausbauen möchtet. Wahrscheinlich guckt ihr deswegen das Video an. Und ja, also zu empfehlen, Batterie abzuklemmen. Aber wir haben es hier mal gemacht, wo die Batterie angeklemmt war. Und aber zu empfehlen natürlich, Batterie immer abklemmen. Und ja, so kann das Ganze aussehen. Kauflinks, alles unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.